Es ist ein Krimi, den ich euch hier erzähle. Einer, der wirklich passiert ist, mitten im Schweizer Geheimdienst. Er hier hat jahrelang beim Nachrichtendienst vom Bund gearbeitet, beim NDB, und habe heikelste Informationen an Russland weitergegeben. I'm shocked. I'm really shocked. Immer wenn es um möglichen Datenabfluss nach Russland geht, dann ist allerhöchste Alarmstufe angesagt. This is espionage on behalf of Russia, essentially. Eine Russland-Affäre im Schweizer Geheimdienst. Das ist eine politische Brisanz und das muss man politisch aufarbeiten. Mit diesen neuen Informationen kommt die Cyber-Affäre eine ganz neue Dimension, über eine internationale Dimension. Es geht um 2 wichtige befreundete Geheimdienste, die die Schweiz früh gewarnt haben. Es geht um den Geheimbericht, wo das alles drin steht. Und die Frage, hat sich der Schweizer Geheimdienst von Russland ausspionieren lassen? In Genf im November 2020. Dieser Tag erschüttert den Schweizer Geheimdienst. Irgendwo in Genf treffen sich an diesem Tag oberste Geheimdienstler vom Schweizer Geheimdienst NDB und vom wichtigen Partnerdienst. Dieser Partnergeheimdienst ist alarmiert und warnt. Ein Mitarbeiter vom Schweizer Geheimdienst hat hochsensible Informationen weitergegeben an die russische Firma Kaspersky. Diese Infos seien abgeflossen, sagt später auch ein anderer wichtiger Geheimdienst. Und zwar vom Schweizer NDB über Kaspersky an russische Geheimdienst. So steht es im Bericht. Wegen diesem Datenabfluss, so die Warnung, besteht die Gefahr, dass Leben gefährdet wären. Die 2 ausländischen Partnerdienste drohen, die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Geheimdienst zu beenden. Das alles hat der Schweizer Geheimdienst, der NDB, selber so geschrieben im Geheimbericht. Dort sehen wir, die Russland-Affäre hat sich über mindestens 5 Jahre gezogen. Es geht um eine Abhängigkeit vom Schweizer Geheimdienst von einer russischen Firma. Um viele suspekte Kontakte und eine Art Datenhandel. Wir reisen nach London und treffen einen, der Geheimdienst und Russland sehr gut kennt. My name is Christo Grozev. I investigate Russian espionage operations and cybercrime. Der Christo Grozev war beim bekannten Recherchenetzwerk Bellingcat. Er recherchiert seit Jahren zu russischen Spionen, darum steht er zu Russland auch auf einer Fahndungsliste. Und er hat viel mit ihm da zusammengearbeitet, mit dem Alexei Nawalny, einem berühmten Oppositionspolitiker, der vergiftet wurde und später in einem russischen Gefängnis umgekommen ist. Die Gefahr von Russland werde bei uns unterschätzt, sagt er. There's no question that Russia perceives itself as in a state of war with Europe, which is something that Europe still does not understand. I would hope that the Swiss population understands that it is not neutral as seen by bad actors as Russia. It's seen as a playground for their own operations. Wir sehen in diesem Bericht, dass über die Firma Kaspersky hochsensible Daten geleakt worden sein. An den russischen Militärgeheimdienst GRU und möglicherweise an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Wie bedeutend ist das? This is extremely significant. This may have endangered lives. This to me is one of the most concrete and scary examples of really dangerous information flow to Russia. Der Konradin und ich haben wochenlang recherchiert. Und schnell gemerkt, im Fokus dieser Russland-Affäre steht ein Mann. Wir nennen ihn Herr W. Er ist ein Schweizer Cyberspezialist. Der Geheimdienst hat ihn angestellt, als Chef eines neuen Cyberteam, das 2014-2015 aufgebaut worden ist. Dieser Job ist zentral für die Sicherheit der Schweiz. Weil Cyber, das heisst gestohlene Daten, Hacker, Sabotage. And the Russian hackers are accused of trying to steal. Malicious software has run riot around the world. Prosecutors announced cyber hacking and bank fraud charges. Die Schweizer Verteidigungsministerin hat es schon 2021 so gesagt. Es vergeht kein Tag, ohne dass Cyberangriffe verzeichnet werden. Das ist Ihnen bekannt. Und der Schweizer Geheimdienstchef letztes Jahr so. Die größte Spionagebedrohung der Schweiz geht aktuell von mehreren russischen Nachrichtendiensten aus. In der Schweiz dienen diese Cyberangriffe hauptsächlich der Spionage, aber die Akteure können auch andere Ziele wie Sabotage, Manipulation und Desinformation gegenüber Zielen im Ausland verfolgen. Kurz, Cyberangriffe sind ein riesiges Problem. Und solche Angriffe zu verhindern und aufzuklären, das ist eine Aufgabe vom Schweizer Geheimdienst, vom NDB. In einem Werbevideo präsentiert sich der NDB selber so.
Der Nachrichtendienst des Bundes, NDB, arbeitet für die Freiheit und Sicherheit der Schweiz. Der NDB arbeitet dafür mit anderen Geheimdiensten zusammen. Der NDB kooperiert tagtäglich intensiv mit über 100 Partnerdiensten im In- und Ausland. Er trägt zum Schutz der kritischen Infrastrukturen der Schweiz bei. Der Herr W. und sein Cyberteam sollen also genau das machen. Die Schweiz schützen im Internet. Hackerangriffe aufklären ist ein wichtiger Teil davon. Ablaufen könnte das etwa so. Hacker greifen Frankreich an, legen zum Beispiel das Stromnetz lahm. Der französische Geheimdienst merkt, dieser Cyberangriff kommt von Servern irgendwo aus der Schweiz. Die Franzosen kontaktieren den Herr W. Er soll mehr herausfinden. Der W. und sein Team sammeln Informationen, zum Beispiel von privaten Cybersicherheitsfirmen. Jetzt wissen sie genau, welche Server die Hacker gebraucht haben. Der Herr W. geht auf Providerfirmen zu, die diese Server betreibt. Und manchmal bekommt er von ihnen dann noch mehr Daten. Mit diesen Informationen findet er heraus, die Hacker gehören in diesem Beispiel zu einer berühmten russischen Gruppierung, die am russischen Staat nahe ist. Frankreich ist also von Russland angegriffen worden. Diese Informationen teilen die Partner-Geheimdienste miteinander. Der Herr W. und sein Team sind richtig erfolgreich. Das bestätigen uns alle, die wir mit ihnen geredet haben. Das Cyberteam glänzt. Innerhalb des NDB, beim Bundesrat und auch international. Nur der Herr W. und sein Team diffutieren sich in diesen Jahren 2015 bis 2020 um viele Regeln. Sie ziehen quasi einen Dienst im Dienst auf. Sie haben eigene Computer installiert und eine eigene Infrastruktur aufgebaut. Das steht so im Geheimbericht. Sie haben selber eine Art Hackergerät gebastelt, wo sie womöglich bei Opfern von so Cyberangriffen eingesetzt haben. Und sie haben auch Daten illegal beschafft, ohne Bewilligung. Das illegale Datenbeschaffen ist irgendwann ausgekommen. Medien haben in den letzten Jahren darüber berichtet, auch wir von SRF Investigativ. Und der NDB und das Verteidigungsministerium, das VBS, haben Untersuchungen gestartet. Mehrere Berichte hat es gegeben. Ein interner vom NDB selber, einer von einer Anwaltskanzlei, von einem Gutachter, der das VBS beauftragt hat, und von der Aufsichtsbehörde ABND. Weitere wichtige Stellen haben sich mit der Affäre befasst. Die Aufsichtsbehörde vom Parlament GPDL und auch die damalige Bundesrätin persönlich, die Viola Amherd. Die Berichte sind nicht öffentlich und zum Teil geheim. Das heisst, nur ganz wenige Leute wissen, was drin steht. Vereinzelt haben die Behörden öffentlich kommuniziert, zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung veröffentlicht. Aber dort ist es immer nur um die illegale Datenbeschaffung gegangen. Es ist ein kleiner Teil von dem, was wirklich passiert ist, der Öffentlichkeit bekannt. Das kommt aus dem internen Untersuchungsbericht heraus. In diesem Bericht steht schwarz auf weiß, was der Geheimdienst NDB in eigener Sache untersucht hat. Und der Geheimbericht hat es in sich. Das Cyberteam um den Herr W. hat nicht nur Daten gesammelt, sondern auch heikle Daten geteilt. Eine Art einen Datenhandel betrieben. Inoffiziell mit verschiedenen privaten Firmen. Die wichtigste Partnerfirma vom Cyberteam, Kaspersky. Kaspersky ist eine riesige Cybersicherheitsfirma. Sie verkauft auf der ganzen Welt solche Softwareprodukte, um den Laptop vor Viren und vor Cyberangriffen zu schützen zum Beispiel. Gegründet hat Kaspersky der Jewgeni Kaspersky. I'm in Switzerland. Für Kaspersky ist die Schweiz ein wichtiger Standort. Vor ein paar Jahren haben sie auch Server von Russland hierher gezügelt. Aber Kaspersky ist eben noch mehr als ein Softwaregigant. Es ist eine russische Firma, die immer wieder in Verbindung gebracht wird mit russischen Geheimdiensten. Wir zeigen am Christo Grossev unsere Recherchen. Er kennt Kaspersky. Kaspersky is one of the most attractive assets that the Russian intelligence services would have to use as a backdoor to the rest of the world. They have to cooperate with them, especially in the cyber domain, simply because there's a law in Russia that requires every company that deals with data, with telecoms data, and obviously Kaspersky is a leading provider of cyber services, to provide a direct connection to the FSB, Russia's domestic intelligence service. Der Jewgeni Kaspersky streitet so eine Verbindung und Spionagevorwürfe immer wieder ab. My response, if I'm asked to spy on anyone coming from any state, any government, not only Russian, will be definitely no. Aber Fakt ist, er selber war an einer Uni vom sowjetischen Geheimdienst, vom KGB.
Und es gibt regelmäßig Recherchen, die zeigen, wie nahe die Firma Kaspersky am russischen Staat ist. Zum Beispiel soll Russland mit Hilfe von Kaspersky-Software US-Beamte ausspioniert haben. Und Kaspersky soll geholfen haben, Spionagedrohnen für die russische Armee zu entwickeln. In den USA ist Kaspersky seit über 20 Jahren auf dem Radar der Geheimdienste. Im US-Parlament sind hochrangige Geheimdienstmitarbeiter gefragt worden, Would any of you be comfortable with a Kaspersky Lab software on your computers? A resounding no from me. No. No, Senator. No, sir. in Ländern wie den USA oder Großbritannien dürfen darum Behörden schon seit Jahren keine Kaspersky-Software mehr benutzen. Die EU hat 2018 eine Warnung herausgegeben. Und auch einzelne Länder wie Deutschland oder Frankreich warnen vor den Kaspersky-Produkten. Und ja, genau auf diese umstrittene russische Firma hat sich der Schweizer Geheimdienst eingelassen. Hier in Bern an der Papiermüllerstrasse ist der NDB daheim, der Schweizer Geheimdienst. Hier innen werden sensibelste Geheimnisse gehütet. Und von da sind offenbar Informationen abgeflossen an Kaspersky. Die Kontakte zu Kaspersky sind laut dem Geheimbericht für die Arbeit von Cyber-NDB essentiell. Das hat der Herr W. so selber das Protokoll gegeben. Der NDB verfüge nicht über ausreichende Kompetenzen und Mittel, um Hacking-Aktivitäten eigenständig präventiv zu erkennen. Anders gesagt, der Schweizer Geheimdienst ist in diesen Jahren 2015 bis 2020 abhängig von der russischen Firma. Der Herr W. und sein Team arbeiten offenbar ganz offiziell mit Kaspersky zusammen. Im Geheimbericht steht, der NDB habe einen Vertrag mit Kaspersky, wie mit anderen Cybersicherheitsfirmen auch. Das dürfte der Geheimdienst auch. Gegen Geld gibt es Informationen aus sogenannten Feeds. Das sind Daten, die am NDB helfen, herauszufinden, welche Server die Hacker für ihre Angriffe brauchen. Mit Kaspersky zusammenarbeiten, das macht offenbar nicht nur die Schweiz, sondern zum Beispiel auch Interpol, die internationale Polizeiorganisation. Beim Schweizer Cyberteam gibt es in diesen Jahren 2015 bis 2020 aber noch einen inoffiziellen Teil. Die Zusammenarbeit vom Schweizer Geheimdienst mit Kaspersky ist nämlich noch viel weiter gegangen. Ganze 9 Leute von Kaspersky werden im Geheimbericht als inoffizielle Kontakte aufgezählt. Er da sei eine Personne de Confiance, also eine Vertrauensperson, gibt der Herr W. das Protokoll. Es hat persönliche Treffen gegeben. Sie haben zum Teil auch über private Threema-Chats kommuniziert. Und der Geheimdienstmitarbeiter W. hat über seine private Mailadresse Informationen geteilt mit den Kaspersky-Leuten. Aber was genau hat das Schweizer Cyberteam mit Kaspersky geteilt? Kaspersky hat offenbar auch Informationen vom NDB bekommen, wie andere Cybersicherheitsfirmen auch. So steht es im Bericht. Der NDB gibt erlangte Informationen an private Unternehmen, zum Beispiel Cybersicherheitsfirma, weiter, um bei anderer Gelegenheit von diesen ebenfalls nachrichtendienstlich wertvolle Informationen zu erhalten. Hat der Herr W. Geheimdienstinfos an Kaspersky und andere Unternehmen weitergegeben, quasi als Geschenk? In einem internen Chat, der im Bericht zitiert wird, schreibt der Herr W. mit Bezug zu einer anderen Firma genauso. Can you please start the dump? It's not APT related. Just the present to. Das Team soll Daten zusammensuchen, schreibt er. Nicht um einen konkreten Hackerangriff, ein APT aufzuklären, einfach als Present, als Geschenk für die Firma. Es geht noch weiter. Der NDB soll auch sogenannte Malware-Samples an Kaspersky weitergeben. Das sind Beweisspuren von Cyberangriffen. Und sie sollen auch eine Software von Kaspersky dazu betrieben haben. Wir zeigen den Fall am Arndt Freitag Loringhofen. Er ist in Deutschland eine gewichtige Stimme. Mein Name ist Arndt Freitag Loringhofen. Ich bin ehemaliger Diplomat, war mehrfach in Russland eingesetzt und früher Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes und später Geheimdienstkoordinator der NATO. Was sagt er zu dieser Zusammenarbeit mit Kaspersky? Kaspersky ist technisch eine hochprofessionelle Firma, sicherlich immer noch in der Weltspitze, arbeitet aber in einem Land, das eine massive Sicherheitsbedrohung für Europa, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa heute darstellt. Und deswegen ist die Anfälligkeit für Spionage oder Sabotage ein sehr ernstzunehmendes Risiko. Nur schon die Kaspersky-Software sieht der Arndt Freitag skeptisch.
durch diese Virenscanner kann man technisch sehr, sehr tief eindringen und technische Daten oder auch inhaltliche Daten gewinnen. Beides kann von großem Interesse sein für die russische Seite. Der Christo Grosev sagt auch, bei so einer Zusammenarbeit werde die Schweiz immer mehr preisgeben, als sie überkäme. Auch bei so etwas scheinbar harmlosem wie Malware-Samples weitergeben. What this means is that the Swiss service would have provided to Kaspersky examples of malware that has been received by Swiss targets. Now we can imagine that Kaspersky would find it very difficult to survive by saying, oh yes, this looks like the GRU hackers. But you can also understand that if the FSB have access to such samples that are received from the Swiss Secret Service, they would be able to adjust their malign operations for the future. Both parties are not getting the same value. One side is not allowed to tell the full truth, but is forced to share the data with their own government. Wie ordnet die Zusammenarbeit ein? I would say it has been extremely naive to trust that any exchange of data with Kaspersky will be limited to fighting against cybercrime. Ultimately, the ultimate beneficiary of Kaspersky's work in Russia is the Russian government. Wir haben Kaspersky mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie antwortet schriftlich. Kaspersky unterliegt nicht dem russischen System operativer Ermittlungsmaßnahmen oder ähnlichen Gesetzen und ist nicht verpflichtet, der russischen Regierung Informationen zu liefern. Die Firma sei nicht solchen russischen Gesetzen unterworfen. Und weiter? Kaspersky ist den Grundsätzen der Transparenz, der Verantwortlichkeit und der Ethik in der Zusammenarbeit mit Dritten verpflichtet und weist die Vorwürfe zurück, unangemessene Beziehungen oder Verbindungen zu Behörden zu unterhalten. Der Herr W. und seine russischen Kontakte, das ist irgendwann aufgefallen. Zwei befreundeten ausländischen Geheimdienste. Eben hier zu Genf. Wir erinnern uns. Der Partnerdienst warnt den Schweizer Geheimdienst. Hochsensible Daten seien an Kaspersky abgeflossen. Nur, das war gar nicht der erste Hinweis. Der ist schon 2 Jahre früher gekommen. Im September 2018 trifft in Bern eine Meldung ein von einem anderen grossen Partnerdienst. Ein Mitarbeiter vom NDB hat hochsensible Daten weitergegeben. Unter anderem klassifizierte Informationen zu GRU-Cyber-Offizieren, die sich im März 2018 in Den Haag aufhielten. GRU-Offiziere, das sind russische Geheimdienstler. Und März 2018, das ist ein auffälliger Zeitpunkt. Dann sind nämlich der Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter vergiftet worden. Von russischen Geheimdienstlern. Den Haag, also die Niederlande, sind im Zusammenhang mit dem Fall wichtig. Dort werden kurz darauf russische Geheimdienstagenten verhaftet. Und die Schweiz war involviert, weil im Labor Spiez das Gift untersucht worden ist. Hat der Herr W. also Informationen zum Skripal-Fall weitergegeben? Aus dem Bericht wird das nicht klar. Aber es könnte erklären, warum die ausländischen Geheimdienste so alarmiert sind. Immer wenn es um möglichen Datenabfluss nach Russland geht oder die Gefahr davon, dann ist allerhöchste Alarmstufe angesagt. Da verstehen natürlich die Partnerdienste überhaupt keinen Spaß. Ob es im Bericht wirklich um den Skripal-Fall geht, das wissen wir nicht. Aber für den Christo Grosev ist es naheliegend. This to me is one of the most concrete and scary examples of really dangerous information flow to Russia. In this particular case, there was a group of GRU cyber offensive operatives who arrived in the Netherlands in 2018 with the goal to hack into the Organization for Protection from Chemical Weapons. It seems that the Swiss intelligence service provided actually information about the exposure that these spies of the GRU may have had on Swiss territory. And this is espionage on behalf of Russia, essentially. That would be my next question. Is this espionage? This is espionage. This is espionage on behalf of Russia, and countries that take this more seriously, like the United Kingdom, would treat it as espionage. Wir haben den NDB konfrontiert. Der Nachrichtendienst schreibt zu all unseren Fragen. Der NDB kommentiert keine geheimen Berichte gegenüber den Medien. Für den Westen und damit die Schweiz sei Russland schon seit Jahren eine Gefahr, sagt der ehemalige deutsche Geheimdienstler. Dass Russland kein adäquater Kooperationspartner mehr für
für westliche Länder und Dienste ist, sondern im Wesentlichen eine Bedrohung. Mit einem solchen Land ist die Gefahr, dass die Zusammenarbeit für Spionage oder Sabotage oder vielleicht sogar hybride Kriegsführung ausgenutzt wird, so groß, dass sich eine auch technische Kooperation nicht dadurch rechtfertigen lässt. Und dass die Russland-Affäre schon ein paar Jahre her ist, 2015 bis 2020, ändert das etwas? Aus heutiger Sicht wissen wir, dass das damalige Russland schon das Gleiche war wie das heutige, nämlich ein Russland, was eine massive Bedrohung für seine Nachbarschaft und für das Verhältnis zum Westen darstellt. Russia has been almost the same Russia since Putin's Munich speech in 2008, and he made it very clear what he wants to achieve. And in 2014, Russia invaded Ukraine, and Russia decided it's at war with the West. If somebody waited until 2022 to realize that Russia is what it has turned out to be, that means that their role should not be in intelligence services. Die zwei befreundeten Geheimdienste haben die Schweizer ab 2018 also offenbar mehrmals gewarnt. Wer innerhalb des NDB von diesen Warnungen gewusst hat, das bleibt unklar. Aber offenbar haben die Geheimdienste irgendwann Druck aufgesetzt. Im Geheimbericht hat es einen Satz, der es in sich hat. Weil die Partnergeheimdienste die Zusammenarbeit mit dem NDB einstellen wollten, sofern der Mitarbeitende weiterhin für den NDB arbeiten würde. Die zwei westlichen Partner haben gedroht, nicht mehr mit dem Schweizer Geheimdienst zusammenzuarbeiten. 2 Jahre nach der ersten Warnung. I'm shocked. I'm really shocked. I did not expect that Switzerland would make this, would ignore such warnings, again, because they will hurt Switzerland in the long run, because they will have a reduced international incoming cooperation and reduced warnings, because nobody wants to expose their sources if there's a risk for Switzerland to pass on this data to Russia. Das kann einen großen Schaden anrichten. Also ich denke, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit diesen Diensten dann nicht doch stark davon belastet wurde. Das heißt nicht unbedingt, dass die zum Stillstand kommt, aber was man häufig in solchen Fällen beobachtet, ist, dass die Zusammenarbeit sozusagen formal weiterläuft, dass man keine totale Krise ausruft, aber eigentlich die Substanz ausgehöhlt wird, dass man dann eben aus mangelndem Vertrauen nichts mehr miteinander teilt, was von nachrichtendienstlichem Wert ist. Wenn Sie ein Adjektiv wählen müssten, was für ein Adjektiv würden Sie wählen? Besorgniserregend. Was bedeutet das alles für die Schweiz? Wir fragen 2 Sicherheitspolitiker, was wir wissen. Der Balthasar Glättli und der Thomas Hurter. Mit diesen neuen Informationen kommt die Cyber-Affäre eine ganz neue Dimension, über eine internationale Dimension. Da sind sensible Daten offenbar austauscht worden, auf einem Weg, wo sie mehr oder weniger direkt beim russischen Geheimdienst landet. Und die Frage, ob das nicht auch illegale nachrichtendienstliche Tätigkeit ist, zum Schaden der Schweiz, die muss man sauber abklären. Wenn ein Nachrichtendienst so funktioniert, dann gefährdet er auf der einen Seite das eigene Land, auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Daten halt vielleicht missbraucht werden und als drittes verliert man das Vertrauen international bei allen anderen Nachrichtendiensten. Und ich glaube, das ist eine politische Brisanz und das muss man politisch aufarbeiten. Also sicherheitspolitisch muss man sagen, ist das doch ein relativ grosses Thema. Was macht denn der Nachrichtendienst heute? Was machen denn die Leute, die auch in diesem Team waren und beim Nachrichtendienst arbeiten, heute? Wie wird denn heute sichergestellt, dass geführt wird und nicht einfach mit beiden Augen weggeschaut? Der Geheimbericht zeigt, wie ein Cyberteam bis ins Jahr 2020 gearbeitet hat. Aber er lässt 2 grosse Fragen offen. Was ist nachher passiert mit all diesen Kontakten und diesen Zusammenarbeiten? Und ist es plausibel, dass der Herr W. das alles allein aufgezogen hat? Nachdem die 2 befreundeten Geheimdienste interveniert haben, wird der W. im Dezember 2020 ins Homeoffice versetzt und verlässt später den Geheimdienst. An seinem letzten Tag beim NDB nimmt er seinen Laptop heim und behaltet dann noch ganze 3 Monate bei sich.
bis im März 2021. 18.03.2021. Chef Cyber bringt seinen persönlichen, dienstlichen Laptop MacBook neu aufgesetzt zurück. Er sagt, weil es auch private Informationen drauf hatte. Laut Informationen aus dem Bericht setzt das Team Cyber, also das Team von Herrn W., den Laptop dann nochmal neu auf. Die Daten sind also vernichtet. Auch MacBooks und iPhones vom Team zieht der Geheimdienst ein für die Untersuchung. Aber systematisch ausgewertet werden sie nicht. Und der NDB kommt intern Hinweise über. Wonach im großen Stil bei CyberNDB Daten gelöscht wurden. Wer das Löschen angeordnet oder bewilligt hat, ist unklar. Welche Rolle hat am W sein Team gespielt? Und welche sein direkter Chef? Auch das bleibt offen. Well, deletion of data is by definition a symptom of the fact that we are not even seeing the whole truth. If the remaining data already contains such incriminating facts, such as providing information of service to the jury, or just imagine what has been deleted. Wir haben den Herrn W. mit all diesen Informationen konfrontiert. Er hat bis zum Schluss nicht mit uns reden. Sein Anwalt schreibt, er sei befragt worden und hätte umfassend kooperiert bei dieser Untersuchung vom NDB. Dabei hätten wir weder einen Vorwurf noch eine Anschuldigung erhoben. Fragen, die wir ihm geschickt haben, sind völlig aus der Luft gegriffen und können nur aus nicht professionell überprüften Quellen stammen. Der Herr W. könne die falschen Vermutungen leicht widerlegen. Er sei aber weiterhin zur Geheimhaltung verpflichtet. Antworten gibt es aber von oberster Stelle. Die damalige Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd schreibt: Als mir der von Ihnen erwähnte Sachverhalt zur Kenntnis gebracht wurde, habe ich umgehend eine externe Untersuchung eingeleitet. Gemeint ist das externe Gutachten. Nachher habe sie dem NDB Auftrag erteilt, schreibt sie. Und auch er gibt Antworten. Der Martin Pfister seit ein paar Wochen Bundesrat. Er ist heute Vorsteher vom Verteidigungsministerium und damit verantwortlich für den Geheimdienst. Herr Bundesrat, der Schweizer Geheimdienst hat eine Russland-Affäre. Was sagen Sie zu dem? Ein funktionierender Nachrichtendienst ist für die Schweiz von zentraler Bedeutung. Gerade in dieser Weltlage, die doch von Unsicherheit prägt ist, ist es wichtig, dass die Schweiz ein Auge hat in die Welt raus. Die Vorwürfe betreffen den Nachrichtendienst zwischen 2015 und 2020. Anschliessend sind 3 ausführliche Berichte gemacht worden, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Jetzt geht es darum, zu prüfen, ob die Massnahmen getroffen worden sind, die in diesen Berichten empfohlen worden sind. Wie prüfen Sie das jetzt? Also was machen Sie genau? Hat es Strafanzeigen gegeben? Was haben Sie vor? Also wichtig ist, dass jetzt die Massnahmen geprüft werden. Ich habe für das eine Administrativuntersuchung eingeleitet und noch einmal abpunktiert, Punkt für Punkt, alle Empfehlungen, die in diesen Berichten, in diesen ausführlichen Expertenberichten gemacht worden sind, ob die wirklich umgesetzt worden ist, ob wir jetzt in einer anderen Situation sind. Ich schaue genau an. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das Vertrauen haben in den Nachrichtendienst, weil der Nachrichtendienst für uns von zentraler Bedeutung. Sind auch Strafvermittlungen im Gang? Es sind keine Strafvermittlungen gegen die Zeitperiode 2015 bis 2020 in Gang. Wie stellen Sie heute sicher, dass keine Daten, die nicht nach Russland abfließen? Das ist genau Bestandteil unter anderem von dieser administrativen Untersuchung. Ich will wissen, ob alle Massnahmen getroffen worden sind, die man dort empfohlen hat in diesen 3 Berichten, damit wir jetzt an einem guten Ort sind. Das Vertrauen in Nachrichtendienst ist von zentraler Bedeutung und ich setze alles daran, persönlich, dass das wiederhergestellt wird. Der Geheimdienst schreibt auf Anfrage von SRF Investigativ, der NDB inklusive Cyberteam sagt im März 2024 im Rahmen der laufenden Transformation umfassend reorganisiert worden. Bei der neuen Untersuchung, die der Bundesrat Martin Pfister jetzt ankündigt, will der NDB kooperieren. Der NDB wird, wie bereits bei den beiden vorhergehenden externen Untersuchungen, auch hierfür uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Inhaltlich nehmen weder der Geheimdienst noch das Verteidigungsministerium Stellung zu unseren Fragen. Bekannt ist die Geschichte bis jetzt als Cyberaffäre. Seit dieser Recherche ist klar, der Geheimdienst hat eine Russland-Affäre. Lass uns doch ein Abo da und wenn du noch mehr von unseren Recherchen sehen willst, dann klick hier rechts.